Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und wer diesen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich alle meine Videos und meine Arbeit mit einem MacBook 14 Pro mit M1 Max Chip durchführe, und diese Notebooks bzw. grundsätzlich Notebooks haben natürlich einen Nachteil: sie sind von der Anzahl der Schnittstellen her etwas begrenzt. Beim MacBook geht es vielleicht noch, bei anderen Notebooks ist es vielleicht noch schlimmer, aber wenn ihr zu Hause arbeitet, habt ihr vielleicht einige Bedürfnisse, die ihr eben mit diesen Anschlüssen nicht abdecken könnt. Das ist auch bei mir so, und deswegen habe ich immer wieder mal ein Dock hier, um es auszuprobieren. Jetzt ein neues, und zwar das Fusion Dock Pro 1 von iVenki. Wir gucken uns das Ding heute einmal an und ich sage euch meine Meinung dazu. Ja, iVenki hat ja bei den Docking Stations durchaus einige im Angebot. Wir gucken uns jetzt hier das Pro 1 Plus an. Das ist eine Variante, die auf jeden Fall schon den meisten Ansprüchen genügen dürfte. Viele Anschlüsse, insgesamt 14, speziell designt für macOS, also für euer MacBook im Wesentlichen. Wir haben dann natürlich noch 100 Watt Power Delivery. Das geht an euer Notebook bzw. an das MacBook in dem Fall. 96 Watt brauche ich für mein MacBook 14 Zoll Pro. Das sollte also mehr als ausreichen. Wir haben 4K at 60 Hertz mit HDMI 2.0. Wir haben vorne noch einen zusätzlichen PD-Port, mit dem ihr 20 Watt nochmal reinfeuern könnt für euer iPhone oder auch für euer sonstiges Telefon. Super, dass das an der Vorderseite angebracht ist. Ansonsten schauen wir jetzt nochmal auf die Rückseite. Material, aus dem das Ganze gefertigt ist Aluminium bzw. ABS. Gucken wir uns nachher nochmal im Detail an. Wir haben insgesamt ein Netzteil, welches 180 Watt liefert. Davon gehen, wie vorhin schon erwähnt, 100 Watt maximal an euren Laptop oder an euer MacBook in dem konkreten Fall. Wir haben die HDMI-Ports, hatte ich gerade schon gesagt. Wir haben noch einen Klinkenstecker, wo ihr ein Headset anschließen könnt. Wir haben USB-C, PD, 20 Watt noch für euer Telefon. Wir haben 10 Gigabit per Second Anschlüsse, USB-A, USB-C. Wir haben 2,5 Gigabit Ethernet Port, das aus meiner Sicht ganz cool, und auch die Größe ist für ein solches, für eine solche Docking Station durchaus kompakt. Auf der Rückseite, wie gesagt, die meisten Anschlüsse, die auch auf die Rückseite gehören. Vorne ein Power-Button, finde ich persönlich ganz cool, hat man nicht bei allen Docking Stations. Für mich elementar natürlich die Speicherkarten-Slots auf der Vorderseite, weil das ist eine der wesentlichen Funktionen, die ich nutze. Ansonsten können wir hier auch easy noch einen USB-Stick oder halt eben eine externe Festplatte oder ähnliches anschließen. Auf der Rückseite die 3 HDMI-Ports und vor allen Dingen, und das ist auch eins meiner Highlights, 2,5 Gigabit Ethernet. Das ist natürlich, wenn ihr ein entsprechendes Netzwerk habt, durchaus hilfreich, um auch mal über 1 Gigabit hinauszukommen. Das Ganze ist im Wesentlichen designt für macOS. Ihr könnt es aber grundsätzlich natürlich auch mit eurem Windows Notebook verwenden. So, packen wir das Ganze einmal aus, und dazu schneide ich hier die Folie durch. Und wir gucken uns dann einmal an, was denn alles drin ist. Vom Grundsatz her hoffentlich im Wesentlichen eine Docking Station, aber es wird natürlich auch noch ein Netzteil mit dabei sein und so weiter und so fort. So, gucken wir mal hier rein. Da ist doch schon mal die Docking Station. Holen wir auch direkt mal raus hier aus ihrem Kleid. Wir sehen können, wie das Ding aussieht. Ah ja, gucken wir hier. Sieht doch erstmal optisch ganz ansprechend aus. Am Ende steht es ja auf eurem Schreibtisch, oder zumindest bei den meisten auf dem Schreibtisch. Deswegen finde ich immer, muss das auch irgendwie ein bisschen optisch vernünftig aussehen. So, Schnellstartanleitung, die ist auf jeden Fall auch in anderen Sprachen verfügbar, deswegen wird sie auch in Deutsch verfügbar sein, aber hier in der Anleitung können wir im Zweifel nochmal genauer nachgucken. Da wird mit Sicherheit auch Deutsch verfügbar sein, sieht man ja schon, wenn Französisch und so weiter dabei ist, ist oft auch Deutsch dabei, auch in diesem Fall. Also haben wir da auch eine entsprechende Anleitung, wo ihr nachgucken könnt. Vom Grundsatz her braucht man da nicht viel nachgucken bei so einer Docking Station, aber man kann ja immer mal sein, dass man doch was nachschauen möchte. So, dann haben wir hier das Netzteil. 180 Watt ist natürlich ein ganz ordentliches Ding. Wie vorhin schon erwähnt, 120 Watt können wir da rausnehmen, sozusagen. Hier steht es auch nochmal, genau, 180 Watt haben wir dabei. Das müsst ihr dann mit der Docking Station entsprechend verbinden, damit die Strom bekommt und auch Strom weitergeben kann. Und dann haben wir hier noch ein USB-C-Kabel, vermute ich mal. Gucken wir uns das mal an. Na. Ja, genau, ein USB-C-Kabel. Das könnt ihr dann zum Beispiel verwenden, um euer MacBook direkt mit der Docking Station zu verbinden oder halt eben auch für andere Anwendungszwecke, je nachdem, wofür ihr es braucht.
So, schauen wir uns das Ding jetzt mal im Detail an. Also optisch auf der Oberseite so einen gebürsteten Aluminium-Optik. Finde ich persönlich ganz cool, gefällt mir sehr gut. Auf der Seite dann ist das tatsächlich richtiges Aluminium, das allerdings nicht mehr gebürstet. Auf der Unterseite haben wir dann hier so eine kleine Gummierung. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, denn gerade wenn ihr vorne Sticks und sowas reinschiebt, muss das ein bisschen auf dem Tisch auch halten, denn ansonsten rutscht euch die Dockingstation immer nach hinten. Dann haben wir hier an der Seite den Anschluss, um euer MacBook anzuschließen. Da ist dann quasi der 100 Watt Power Delivery Zugang auch. Wir haben auf der rechten Seite hier noch ein Kensington Schloss, um das Ganze gegebenenfalls absichern zu können. Dann haben wir hier den einen Ausschalter, wir haben den Klinkenstecker, die USB-Ports, die Speicherkartenslot und auch den zusätzlichen USB-C-Port, der auch Power Delivery unterstützt. Das hier vorne ist für mich eins der elementarsten Dinge, dass ich sehr einfach meine Speicherkarten aus den Kameras hier reintun kann, um halt eben relativ schnell auch das aufgenommene Material direkt mit meinem MacBook weiterverarbeiten zu können. Und da ist auch die Geschwindigkeit wirklich sehr, sehr gut. Hier sind 10 Gigabits per Second. Das ist dann, würde ich sagen, so okay. Auf der Rückseite sehen wir dann, dass wir auch hier nochmal USB-A haben mit 10 Gigabits per Second. Wir haben die 3 HDMI-Ports, da könnt ihr also quasi euer MacBook an 3 Monitore anschließen. Und natürlich mein persönliches Highlight, 2,5 Gigabit Ethernet auf der Rückseite für mein Netzwerk, genau das Richtige. Ich habe zwar aktuell an meiner Dockingstation nur 1 Gigabit, aber mein Netzwerk kann mehr. Deswegen ist es natürlich super, dass wir jetzt hier 2,5 Gigabit verwenden können, um halt eben Daten schneller im Netzwerk hin und her zu schieben. Was genau da der Anwendungszweck ist, verrate ich euch gleich nochmal. Ansonsten hier von der Verarbeitung ist das alles sehr gut. Da gibt es nichts zu deuteln, nichts knarzt, nichts macht's. Hier sind auch die ganzen Ports, sind alle sauber eingepasst. Also da könnt ihr ohne Probleme alles reinstecken, was ihr reinstecken wollt. Natürlich nur in die entsprechend passenden Ports. Und jetzt mal zu meinem Anwendungszweck. So, natürlich noch nicht final angebracht, aber schon mal alles verbunden, was bei mir nachher verbunden sein wird. Einmal HDMI auf der Rückseite, 2,5 Gigabit Ethernet auf der Rückseite. Um übrigens noch eine Info zu geben, 2,5 Gigabit Ethernet ist ja durchaus was immer etwas wärmer wird. Noch nicht ganz so wie 10 Gigabit natürlich, aber durchaus ein bisschen wärmer, ist hier im Rahmen des Erträglichen, also wird nicht zu heiß. Auf der Vorderseite habe ich jetzt hier nur mal einen USB-Stick reingepackt, damit ihr seht, dass das Ganze natürlich hier auch dann einen USB-Stick aufnehmen kann. Vom Grundsatz her, mein Arbeitsablauf ist aber natürlich ein etwas anderer. Ich nehme meine Kamera, nehme daraus dann quasi meine Micro-SD-Karte, in dem konkreten Fall der GoPro jetzt hier, nehme die raus und will eben nicht da noch irgendwas fummeln am MacBook an der Seite und so weiter, sondern schiebt die hier einfach vorne rein und dann ist das Ding auch drin. Und das Coole ist, ihr kommt da auch ran, ohne mit den Fingernägeln irgendwie porkeln zu müssen, um an die Karte zu kommen, sondern ihr habt gerade gesehen, die kommt halt von sich auch wieder raus. Finde ich sehr gut, ist eine sehr gute Lösung. Dann gehen meine Daten auf mein MacBook und werden dann auf dem MacBook verarbeitet und das fertige oder die finalen Daten landen dann, wie gesagt, auf meinem NAS. Deswegen 2,5 Gigabit für mich eine gute Geschichte, geht deutlich schneller als mit 1 Gigabit. Insofern ist das für mich einer der positiven Aspekte an diesem Dock. Ansonsten seht ihr natürlich auch, dass ihr eine ganze Reihe von Anschlüssen habt. Power Delivery auf der Vorderseite noch fürs Telefon ist natürlich auch super praktisch, dass ihr da nicht noch hinten irgendwo dran müsst oder sowas. Könnt ihr einfach vorne reinstecken, euer USB-C-Kabel, und schon könnt ihr euer Telefon, ob iPhone oder Android, spielt dann am Ende ja keine Rolle, oder auch ein Tablet, könnt ihr da quasi nutzen. Was auch noch wichtig ist, ein Ausschalter finde ich persönlich auch ganz cool. Gibt es nicht bei vielen Docking Stations, ist aber natürlich super praktisch, weil dann sowohl der Strom vom Notebook getrennt wird, als auch alle anderen Themen rausgenommen werden und eben kein Strom mehr verbraucht wird. Deswegen Daumen hoch für den einen Ausschalter, der hier beim Pro 1 Plus verbaut ist. So, insgesamt muss man jetzt sagen, ihr bekommt mit dem iVanky Fusion Dock Pro 1 eine sehr umfangreiche Dockingstation. 14 Ports habt ihr. Die wichtigsten sind aus meiner Sicht definitiv dabei. Das Ding wird nicht zu sehr warm. Das ist durchaus bei einigen anderen Dockingstations der Fall. Für mich persönlich perfekt im Anwendungszweck. Ich kann vorne viel bedienen oder beziehungsweise alles nutzen, was ich eigentlich brauche. Speicherkartenslot, mal eben das Handy anschließen. Ich kann das Ding ein- und ausschalten. Auch eines meiner persönlichen Highlights, dass man da eben den Button direkt vorne hat, um das Teil ein- und auszuschalten. Ansonsten Zugang an der Seite zum Notebook, auch für mich perfekt, denn das Notebook steht hier, der Monitor in der Mitte. Insofern passt es quasi perfekt, dass da das Kabel an der rechten Seite ist. Ansonsten muss man sagen, für mich persönlich
ist es definitiv eine Top-Lösung, dass 2,5 Gigabit Ethernet dabei ist. Das hängt natürlich davon ab, was ihr für ein Netzwerk habt. Insofern ist das immer davon etwas abhängig. Aber ihr bekommt hier halt 2,5 Gigabit Ethernet in einer Dockingstation. Und das für den Preis, da würde ich sagen, es geht absolut okay. Die 3 HDMI-Ports sind natürlich auch super hilfreich, wenn ihr mehrere Bildschirme habt. Die Geschwindigkeit der USB-Ports ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Von daher auch das passt. Insgesamt würde ich denken, für den Preis und gerade mit der Rabattaktion, die es gerade gibt, geht das schon in Ordnung. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.